Ja, hallo zusammen. So, ob nun die Wahrheit verhindert, ob ich aufs Schiff darf oder nicht, sehen wir gleich. Ich weiß es wirklich nicht. Also schaut mal das Intro an und wir schauen weiter. Ja, hallo zusammen. So, warum ich überhaupt so Probleme hatte. Ich bin ja seit 14 Tagen wieder in Miami in Quarantäne gewesen, drum und dran. Ich war die ganze Zeit in Kontakt mit Royal Caribbean. Die haben mir auch das Hotel 14 Tage voll bezahlt. Unglaublich lieb, bin ich echt richtig froh, weil gerade jetzt, wo das Music Festival hier ist, sind die Preise so unglaublich teuer, das kann man sich nicht vorstellen. Und es hieß an sich die ganze Zeit, wenn ich einen negativen PCR-Test oder Antigen-Test habe, darf ich nach 14 Tagen wieder zurück aufs Schiff. Das hat mir extrem die Angst genommen, dass ich nicht zurückkommen kann, außer ich teste mich positiv. Und ich kenne es halt von anderen Personen, die haben sich über 3 Monate lang immer wieder positiv getestet. Also das war ein bisschen kritisch für mich. Ich habe mich aber am Dienstag bereits vorab mal testen lassen, weil es mich einfach wundernahm und der erste Test war schon negativ. Das war für mich richtig top. Habe das am Care-Team von Royal Caribbean auch geschrieben, war alles wunderbar. Sie haben sich auch gefreut und sagten so, willkommen zurück auf dem Schiff. Und gestern bekam ich dann per App die Info, hey, du musst jetzt noch die letzten Fragen beantworten. Das war mir auch klar, das habe ich letztes Mal schon gemacht. Und ich habe auch alles mit Nein beantwortet, bis auf eine Frage. Und die war, hast du in den letzten 14 Tagen Kontakt zu Covid-Personen? Und das war gestern. Gestern waren 13 Tage her. Also bin ich ehrlich und sage ja. Und das war ein Problem. In dem Augenblick hat mir die App gesagt, okay, tut mir leid, du bist zu großes Risiko, du kannst nicht mit uns aufs Schiff. Und das war für mich so der Horror-Tipp pur. Ich habe dann eine Nummer bekommen direkt von der App. Zum Glück auch eine Schweizer Nummer, habe ich direkt angerufen, konnte Hochdeutsch sprechen, alles erklären. Habe denen gesagt, ich bin mit dem Care-Team in Kontakt. Die haben mir immer gesagt, nach 14 Tagen mit einem Negativtest darf ich zurück. Jetzt sagt mir die App, ich darf nicht. Die meinten dann, ja, ignoriere es, wenn das Care-Team das sagt, dann haben die Vorrang. Wunderbar, also schreibe ich nochmal zur Sicherheit im Care-Team, erkläre ihnen die Situation, dass die App mir halt jetzt sagt, ich darf nicht, aber solange sie sagen, ich darf, sei das kein Thema. Ich hatte 12 Tage lang den gleichen Mitarbeiter vom Care-Team und der war genial. Der war wirklich genial. Ich weiß, dass er das nicht schaut, darum sage ich auch seinen Namen nicht, aber der war top, der war richtig top. Der gestern meinte einfach, Entschuldigung, wir können nicht entscheiden, ob Sie aufs Schiff dürfen oder nicht. Ist ja auch okay, verstehe ich auch, aber war natürlich in dem Augenblick für mich eine Horrorinformation. Dann gab er mir aber eine andere Nummer an vom Gäste-Service Department. Also habe ich gestern da angerufen, kam etwa nach 10 Minuten Wartezeit dann auch durch, habe ihm alles erklärt. Er meinte dann so, ja, wenn du 14 Tage vom Schiff runter bist und dann wieder raufgehst, sei das kein Problem. Ich soll die App ignorieren, aber er frage kurz nach, ich soll in der Leitung bleiben zum Bestätigen. Ich habe eine Stunde gewartet in der Leitung und er kam nicht zurück, bis dann der Powerbank, bis dann der Akku leer war. Toll, ich hatte also wieder keine richtige Bestätigung. Ich kam jetzt hier an und ich erwische mich echt einfach selber, wie ich so beschissen auf dieser Wahrheit beharre. Ich komme hier an, ich checke in und die tut, als wäre nichts. Und nicht so, steht im System nicht eventuell, dass ich nicht segeln darf, also dass ich halt nicht aufs Kreuzfahrtschiff darf. Und sie sagte, nee, ist alles okay, warum denn? Und wie ich bin, erkläre ich halt die Wahrheit. So, ja, ich hatte gestern ein bisschen Angst, weil halt der ganze Tag die Info kam, ich darf nicht mit euch aufs Schiff. Ja, warum denn? Habe ich alles erklärt und das wurde halt jetzt echt nochmal richtig krass abgeklärt. Also ich kam dann zur ersten Person, also zu einer nächsten Person, musste ich nochmal alles erklären. Der meinte, okay, das musst du wirklich mit der und der Person. Ging ich dann dahin, habe das dir erklärt. Die sagte dann, ja, nee, ist alles okay. Du darfst trotzdem aufs Schiff. So, ja, ich darf aufs Schiff. Lief wieder zurück.
Ging rein und vor der Sicherheitskontrolle wurde ich aber nochmal abgefangen von 2 anderen Personen, diesmal wirklich hochrangige Leute mit goldigen 3 oder 4 Streifen auf der Schulter, wollten einfach die Geschichte nochmal hören zur Sicherheit. Habe ich nochmal alles erklärt und der meinte, ja, nee, überhaupt kein Thema. Klar darfst du aufs Schiff. Und siehe da, ich darf jetzt aufs Schiff, ich muss da noch hindurch und dann bin ich endlich auf dem Schiff. Ernsthaft, es fällt mir ein Riesenstein vom Herzen. Es war jetzt echt eine beschissene Nacht für mich. Ich konnte fast nicht schlafen. Ich darf wenigstens 2 von meinen 4 Reisen antreten. Von dem her, die nächsten Videos werden besser, hoffe ich mal jedenfalls. Wir sehen also jetzt auch nichts doppelt. Es ist alles neu, was jetzt kommt für mich. Von dem her, ja. Ich muss jetzt auch ein bisschen mehr stressen. Ich hatte mir gedacht, die erste Woche, ich muss ja nicht alles in einer Woche erleben. Ich kann auch mal einfach einen Abend nichts machen. Ich war nicht einmal in einem Bezahlrestaurant. Das würde ich gerne natürlich jetzt ein bisschen austesten. Aber hey, meine lieben Freunde, ich darf aufs Schiff. Man sieht sich gleich. So, es ist nun soweit, auch wir gehen. Heute Morgen waren hier hinten, als ich ankam, noch etwa 6 Schiffe haben uns jetzt überholt. Von dem her, wir sind das Letzte, das losgeht. Wir verlassen Miami. Viel Spaß noch und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag.